Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Mein Name ist Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE aus Gelsenkirchen. Wir sprechen über Q1 2022. Sie hatten im März zu den Jahreszahlen einen kleinen Einblick gegeben und gesagt, umsatzseitig schon mal sehr guter Start ins Jahr. Geworden ist es ein deutliches Umsatzplus, 22,5% auf 23,9 Millionen Euro und damit eines der besten Quartale der Firmengeschichte, habe ich gesehen. Herr Becks, wir haben doch so viele Probleme. Krieg, Sanktionen, Lockdowns, unterbrochene Lieferketten, Knappheiten und natürlich die Inflation noch obendrauf. Wie schaffen Sie es, in so einem Umfeld so einen guten Jahresstart hinzulegen? Also klar ist, wir sind mit dem Jahresstart wirklich sehr zufrieden und ich glaube, da setzt sich fort, was wir als gesamtes Masterflex-Team schon seit 2,5 Jahren mit Kommunikation, Veröffentlichung von Back to Double Digit eigentlich machen. Hier zieht auch jeder mit. Hier ist wirklich ein guter Spirit drin in der Mannschaft und das ist einfach schön zu beobachten. Wir haben ein klares Ziel. Wir wollen 2022 die zweistellige EBIT-Marge erreichen und 2019 haben wir Back to Double Digit kommuniziert und die Welt, als wir kommuniziert haben, die heutige Welt sieht, wie Sie eben schon gesagt haben, ja eigentlich total anders aus. Corona, Rohstoffmärkte, jetzt der Krieg in der Ukraine. Aber wir kommen da bis jetzt wirklich gut, sehr gut durch. Ich bin da wirklich zufrieden. Es ist ein hoher Einsatz der Mannschaft. Also auch wenn ich sehe, was im Einkauf passiert, auch was im Vertrieb passiert, Kommunikation zu den Kunden. Das zeigt, wie der Einsatz hier der Mannschaft ist. Und es zeigt auch, wie robust unser Geschäftsmodell ist. Denn Schläuche, gerade in Spezialanwendungen, werden überall gebraucht und die Märkte erholen sich. Und auch unsere Strategie, in vielen Geschäftsfeldern tätig zu sein, in vielen Märkten weltweit. Wir sehen es zum Beispiel gerade, Amerika läuft super, derweil wir in China einen Lockdown haben. Und so kann immer der eine den anderen vielleicht ein bisschen stützen. Deswegen sind wir wirklich mit dem Start dieses Jahr sehr zufrieden. Aber ich glaube, der Grund dafür liegt schon mehrere Jahre zurück. Jetzt haben Sie gerade Lockdowns in China auch nochmal angesprochen. Der Auftragsbestand, der ist ja noch weiter gestiegen, 26,7 Millionen Euro. Wie gut können Sie ein so volles Auftragsbuch denn abarbeiten? Das ist ja die andere Seite der Medaille. Über volle Auftragsbücher sprechen in dieser Quartalsberichtssaison ja nahezu alle. Die Frage ist nur, wie gut kann man dieses Auftragsbuch denn auch wieder leeren? Also das ist bei uns tatsächlich ein bisschen unterschiedlich. Klar hat sich auch das Bestellverhalten der Kunden ein bisschen in eine Längerfristigkeit geändert. Sie kennen ja unsere Kapazitätsengpässe, die wir im Luftfahrtbereich haben, die wir jetzt aber langsam durch Wiedereröffnung des Werkes in Tschechien aufheben. Also insofern, dort wird das noch Wochen und Monate dauern, bis wir hier wirklich wieder schnell beim Kunden sind mit unseren Produkten. Aber auch das gehen wir an und das machen die Kunden auch mit. Ich glaube, hier ist eine saubere und gute Kommunikation wichtig. Umgekehrt haben wir in vielen Standorten schon genügend Kapazität, um das abzuarbeiten. Aber klar ist auch, dass wir auch zum Teil längere Lieferfristen haben, von vielleicht manchmal 2-3 Wochen oder ein paar Tagen nur, dass es dann auf 4-5 Wochen geht. Also insofern auch wir stoßen logischerweise an unsere Grenzen, aber wir kriegen es bis jetzt eigentlich noch gut abgearbeitet. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, es geht bei Ihnen um Verbindungssysteme, beispielsweise Schläuche, häufig in Spezialanwendungen. Das bedeutet, das Endprodukt, für das der Kunde diesen Schlauch oder dieses Verbindungsstück ordert, ist meistens ein komplexeres Produkt. Selbst wenn Ihr Produkt dann da nicht fehlt, vielleicht fehlt ja eine andere Komponente. Sie haben gerade das Bestellverhalten der Kunden angesprochen. Sehen Sie denn sowas, dass da vielleicht der ein oder andere bei Ihnen auch nicht mehr ordert? Gar nicht, weil Ihr Produkt fehlt, sondern weil das Endprodukt bei ihm ins Stocken geraten ist? Sehen wir momentan nicht oder nur vereinzelt, also wo wir merken, dass wir vielleicht auch ein bisschen verspätet sind. Der Kunde dann sagt, ist nicht so schlimm, wir kriegen auch andere Teile nicht. Wir sind auch grundsätzlich, ich vermute mal, Sie haben auch ein Auge auf die Automobilindustrie geworfen, ja selber nicht so stark im Auto drin. Insofern trifft uns das Thema hier auch nicht. Wir liefern umgekehrt in viele Branchen rein, die eigentlich jetzt nicht so sozusagen an Chips oder so hängen, ob das jetzt Medizinindustrie ist und so weiter. Also insofern auch hier zeigt sich, dass unsere breite Aufstellung uns da hilft. Also vereinzelt merken wir das natürlich schon auch, dass die Kunden ein konservatives Bestellverhalten haben oder vielleicht auch verspätet bestellen. Aber grundsätzlich merken wir schon, dass Konjunktur bei uns eigentlich gut läuft und auch bei den Kunden. Also der Effekt ist bei uns, den Sie jetzt ansprechen, eher klein bis jetzt. Noch wichtiger
als der Umsatz ist natürlich der Gewinn, operatives EBIT plus 38,7%. Rohstofferhöhungen können wir gut weitergeben, hatten Sie zur Entwicklung 2021 gesagt. Jetzt hat sich das in Q1 ja nochmal verschärft, nochmal zugespitzt mit eben den Themen Ukraine, Russland, Sanktionen und so weiter. Sieht man bei Ihnen aber offenbar nicht in den Gewinnen oder geben Sie eben alle Preise immer gut weiter? Ja, das ist schon logischerweise ein schweres Thema. Die Kunden sind natürlich auch nicht glücklich, wenn wir Preiserhöhungen, auch überproportionale Preiserhöhungen machen, als man das jetzt aus der Vergangenheit kennt. Umgekehrt, jeder liest die Tageszeitung und jeden Tag sieht man, wie die Inflationswerte sind und die Kunden kennen logischerweise auch die Rohstoffpreiserhöhungen, die es in den Märkten gibt. Insofern ist da schon grundsätzlich eine breite Akzeptanz da. Und ich glaube, wenn man mit den Kunden fair kommuniziert, wenn man nicht übertreibt, sondern wenn man wirklich transparent und fair mit den Kunden umgeht, dann funktioniert das auch und das tun wir auch. Wir haben eine enge Kundenbindung. Zudem ist natürlich auch das Thema Lieferfähigkeit mittlerweile vorrangig. Das merken wir auch bezogen auf unsere Lieferanten, die natürlich auch mit drastischen Preiserhöhungen reinkommen und wir aber merken, es gibt wenig Wege daran vorbei. Insofern muss man da auch mitgehen und das ist tatsächlich momentan eine angespannte Situation, erfordert viel kommunikatives Geschick, auch des Vertriebes, aber auch viel Transparenz und von Seiten der Kunden muss man auch sagen, dass da wirklich Akzeptanz da ist. Sie hatten einen Hinweis in der Pressemeldung gegeben, in der Sie sagen, Masterflex hat diesen Herausforderungen entsprechend Vorsorge getroffen und steht im permanenten Austausch mit den kritischen Lieferanten. Sie haben ja gerade schon das gute Verhältnis zu den Lieferanten angesprochen. Wie also gehen Sie um mit dem Thema? Ist das auch mehr Lagerhaltung oder was ändert sich bei Ihnen aufgrund dieser Situation? Also primär ändert sich die noch vielleicht größere Datentransparenz zu unseren Lieferanten, plus dass wir fast täglich mit den Lieferanten telefonieren. Also unser Einkauf ist kommunikativ da sicherlich viel stärker eingebunden als früher. Wir schalten aber auch zum Teil unseren Vertrieb, auch zum Teil unsere Kunden als Unterstützung mit ein, um einfach die Transparenz und die Situation auch unseren Lieferanten klar zu machen. Wie Sie wissen, liefern wir ja auch in versorgungskritische Bereiche rein, wie die Medizintechnik. Und auch Vorstand spricht mit Lieferanten, also insofern die sogenannte Management Attention ist signifikant höher und somit begegnen wir denen. Bestandsaufbau punktuell dort, wo es möglich ist, ja. Nur in Zeiten von Knappheiten ist natürlich das Thema Bestandsaufbau dann auch nur eingeschränkt möglich. Insofern ist man oftmals froh für jede Tonne Material, die man bekommt. Und jetzt zu sagen, wir decken uns so ein, dass wir die nächsten 1-2 Jahre hier gut durchkommen, das bietet der Markt leider gerade nicht ab. Kapazitätsprobleme gab es eher beim Personal. Sie hatten im letzten Börsenradio-Interview zu den Jahreszahlen gesagt, 2 bis 3 Millionen Euro mehr hätten wir machen können im Bereich Luft- und Raumfahrt. Da haben wir tatsächlich ein Kapazitätsproblem. Wir haben aber am Standort Hamburg schlicht keine Leute bekommen. Wie hat sich das eigentlich entwickelt? Hat sich die Personallage verbessert? Es hat sich primär erstmal die Produktivität vor Ort verbessert und wir haben ja als Ergänzung diesen Standort in Tschechien quasi wieder eröffnet und dort auch zum 1. April 15 Leute eingestellt und auch einige Leute, die früher schon dort bei uns gearbeitet haben. Insofern ab jetzt dem 2. Quartal ist dieses Thema in Richtung Entspannung sozusagen ausgerichtet und da freuen wir uns, dass wir sozusagen den Auftragsbestand, den sehr hohen Auftragsbestand, den wir auch in der Luftfahrt haben, wir jetzt Woche für Woche, Monat für Monat jetzt abarbeiten können und es entspannt sich jetzt. Aber es ist nicht in Hamburg gelöst worden, sondern es ist über die Wiedereröffnung des Standorts in Tschechien gelöst worden. Ich habe gesehen, besonders stark wachsen Sie in Nordamerika und eben im Luftfahrtgeschäft. Was sind das für Entwicklungen? Also warum gerade da und sind das Trends, die sich fortführen lassen? Das hoffen wir natürlich. In Amerika sind es sicherlich auch Nachholeffekte. Da waren wir ja Anfang letzten Jahres, wahrscheinlich auch noch Corona-bedingt, ein bisschen schwächer unterwegs und sind dann in der zweiten Jahreshälfte in Amerika dort wieder erstarkt und das setzt sich in diesem Jahr sofort, ist natürlich auch durch eine geänderte Vertriebsarbeit oder intensivere Vertriebsarbeit gestützt. Luftfahrtindustrie hängt sicherlich stark damit zusammen, dass wir schon im letzten Jahr einen hohen Auftragseingang hatten und wir jetzt sukzessive daran sind, diesen Auftragsbestand auch abzuarbeiten und grundsätzlich erholt sich die Luftfahrtindustrie ja auch stärker als eigentlich in 2020 kommuniziert wurde.
Das wird sicherlich ein Trend sein, der sich auch so fortsetzt. Auch der Hang hin zu vielleicht mehr Flugzeugen mit weniger Verbrauch. Insofern, da gibt es auch einen Umschwung in der Luftfahrtindustrie und das stützt uns grundsätzlich auch. Also insofern denken wir, dass das Trends sind, die sich auch weiterhin fortsetzen werden. Back to Double Digit, dieses Stichwort will ich auch nochmal schnell aufgreifen. Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt, als Strategie, als Motto will ich fast schon sagen. Haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Zweistellige EBIT-Marge als Ziel für 2022. In Q1 ist die EBIT-Marge bei 12,8%. Vor einem Jahr waren es 11,8%. Sie sind also profitabler geworden. Sie haben ja gerade schon auch gesagt, die Produktivität hat sich erhöht. Wie gut sind Sie auf Kurs nach Q1? Also ich denke, wir sind voll auf Kurs und sind sehr zuversichtlich, dass wir das auch, die zweistellige EBIT-Marge dieses Jahr erreichen. Und dann gibt es natürlich auch ein Leben nach Back to Double Digit. Heißt, wir wollen natürlich auch in den nächsten Jahren weiterhin profitabel werden. Also jetzt nicht bei 10, irgendwo verharren, sondern sukzessive auch immer profitabler werden. Wir haben die Programme von Back to Double Digit, die stark auf auch Gelsenkirchen fokussiert waren, jetzt auch auf andere Standorte ausgedehnt. Das Luftfahrtgeschäft, da sprachen wir schon drüber, ist sicherlich mit den ganzen Entwicklungen durch Corona ein Sonderthema. Aber das ist jetzt für uns schon so ein Selbstverständnis geworden und da merken wir auch, dass der Austausch in der Gruppe, was die Maßnahmen angeht, sehr gut ist. Und insofern wird uns Back to Double Digit von der Philosophie her auch in den nächsten Jahren begleiten. Und sind zuversichtlich, dass wir jetzt das gesteckte Ziel dieses Jahr erreichen. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und schwingt auch schon ein bisschen Stolz auch auf das Team mit, weil wir haben ja schon, hatte ich ja vorhin schon ausgeführt, schon so gewisse Nackenschläge mit Corona und jetzt der Ukraine-Krieg hilft sicherlich auch nicht mitbekommen, aber trotzdem sind wir weiterhin gut auf Spur und das macht schon durchaus Stolz auch auf das Team. Und der Markt scheint das ja auch zu verstehen. Also die Aktie, da sieht man keine Russland-Delle, vielleicht so ein kleines Zucken, okay, ja, gab's überall, aber ich habe mal geschaut, year to date ist Plus im Aktienkurs. Also das kann beim besten Willen, glaube ich, auch momentan nicht jeder von sich behaupten. Der Markt scheint es zu verstehen. Das ist jetzt natürlich, Sie wissen, wir äußern uns ja sehr selten über unseren Börsenkurs, denn das ist ja ein Markt, Angebot und Nachfrage treffen da aufeinander. Grundsätzlich müssen wir aber sagen, dass natürlich was wir auch in den Research-Berichten sehen, natürlich das Ziel der Aktie größer ist. Und wenn wir uns mal vergleichen, wir sind ja recht umtriebig im M&A-Bereich und kennen den Markt ja ganz gut, was zum Teil für Multiples gezahlt werden aufs EBIT oder EBITDA, wie damit Unternehmen bewertet werden und spiegeln das mal gegen unsere Bewertung, sehen wir nicht nur wenig, sondern schon deutliche Luft auch noch nach oben. Also insofern glaube ich, ist jetzt der Kurs, wo wir jetzt momentan stehen, auch wenn wir uns in diesem Marktumfeld, das darf man ja nicht vergessen, sicherlich gut schlagen, aber sehen wir dann noch deutlich Luft nach oben. Ja, dann schauen wir mal, wo wir beim nächsten Mal stehen, wenn wir uns unterhalten. Herr Beck, soweit vielen Dank. Ich danke Ihnen. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.